Señor, Buongiorno, ¿no puede volar su támbana aquí? tranquillo, hermano. No me toque. Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Spaß beiseite, die Polizei war natürlich nicht ganz so aggressiv, aber wirklich freundlich waren sie auch nicht. Die haben zuerst Spanisch mit mir geredet und ich habe nichts verstanden. Also habe ich irgendwie versucht, denen klarzumachen, dass ich kein Spanisch kann, außer vielleicht Buongiorno und solche Sachen. Auf jeden Fall haben die mir dann auf Englisch gesagt, dass ich die Drohne landen soll. Das habe ich natürlich gemacht. Die wollten alles von mir wissen, so von wo ich komme, weshalb ich die Drohne fliege, wie viel die Drohne wert ist und so. Das fand ich ein bisschen komisch, weil ich ja eigentlich nicht in einer Verbotszone geflogen bin. Es gibt ja so Flugverbotszonen für Drohnen und die sind auf so einer Karte eingezeichnet und ich habe extra vorher geguckt. Ja, aber anscheinend haben sie an dem Hafen, wo ich geflogen bin, ziemlich oft Probleme mit Drogenschmuggel und so von Marokko. Und die dachten dann natürlich, dass ich da irgendwie was damit zu tun habe. Deswegen wollten die dann auch noch die Aufnahmen sehen, die ich gemacht habe. Und ich glaube, das hat denen ziemlich gut gefallen, weil danach waren die ein bisschen gechillter drauf. Ich fände es einfach noch cool, wenn die Polizei diese Sperrzonen auch noch updaten würden, vielleicht auf der Karte, so dass man nicht aus Versehen die Drohne dort fliegt. Ja, weil woher soll ich denn wissen, dass dort so eine Problemzone ist? Ich kann euch auch noch kurz die Karte zeigen mit den Sperrzonen. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Es gibt Verbotszonen, dort kann man die Drohne gar nicht erst starten. Und dann gibt es noch so erweiterte Sicherheitszonen in der Nähe von Flughäfen zum Beispiel. Da muss man einfach die Verantwortung dann übernehmen, weil es kann sein, dass irgendwelche Sportflugzeuge ein bisschen tiefer fliegen und so. Natürlich kann man die Drohne auch nicht in der Nähe von Krankenhäusern starten, wegen den Rettungshubschrauber. Ich finde es echt eine super Sache, weil man kann die Drohne gar nicht erst starten. Man müsste das Ding hacken oder irgendwie die Software umgehen. Wenn da einfach nur so eine Warnung auf dem Display stehen würde, würden so viele Leute trotzdem fliegen und dann würden Unfälle passieren. Und ja, und falls ihr auch mal ein Problem mit der Polizei hattet wegen einer Drohne, dann schreibt es doch unten in die Kommentare und ja. Ich hoffe, ich bin nicht irgendwie auf so einer Blacklist jetzt in Spanien. Man weiß es nicht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.